Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die Bosch Neuheiten an. Denn 2024 sagt Bosch, jetzt geht's richtig los. Neuheiten ohne Ende. Jetzt ist es Januar bzw. fast Februar und sie haben schon richtig losgelegt. Und die ganzen neuen Geräte, wie zum Beispiel den neuen GOP, den schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss euch sagen, seit November warte ich darauf, euch diese Geräte endlich zeigen zu können. Denn im November war ich vor Ort bei Bosch und wir konnten die ganzen Geräte und auch einige, die ich noch nicht hier auf dem Tisch habe, anschauen, will ich mal fühlen, ausprobieren und machen und tun. Und seitdem habe ich gesagt, ich möchte unbedingt ein Video machen, wo ich euch die einzelnen Geräte mal zeige und auch die ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben, mal so ein bisschen mitgebe. Und deswegen machen wir heute das Video und schauen uns mal wirklich breit an, was gibt es denn aktuell schon auf dem Markt, beziehungsweise was kommt in Kürze raus. Und wir fangen einfach mal hier mit dem Akku an. Neu ab Januar ist der Procore 18V Plus Akku. Ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt schon kaufen könnt oder jetzt im Februar, März, ist aber eigentlich egal. Bei dem Akku ist es so, ich könnte euch jetzt 1000 Dinge erzählen, aber das meiste davon ist eigentlich gar nicht wichtig. Im Grunde sind es im Wesentlichen genau zwei Dinge, die für euch relevant sind. Nummer eins, der 18V Plus ist komplett rückwärtskompatibel. Das heißt, ihr könnt diesen Akku in allen 18 Volt Geräten, wo sie heute auch schon reingepasst haben, wiederverwenden. Das zweite Thema, und das das Wichtigste ist, wir haben hier eine neue Zellgeneration drin, und zwar Tablet-Zellen. Bei Tablet-Zellen habt ihr einen großen Vorteil, aufgrund des inneren Aufbaus werden sie nicht so schnell warm. Das heißt, wir haben hier eine Technologie, die dafür sorgt, dass unter starker Belastung die Zelle weniger Hitze entwickelt und dadurch länger durchhält. Das ist das Hauptthema, was wir haben. Was wir gemacht haben, wir haben einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal die härtesten Anwendungen, die wir uns so überlegt haben und haben da mal Tests gemacht. Und das Ergebnis ist wirklich krass, das sage ich euch. Mit dem Procore 18V Plus haben wir teilweise doppelt so viele Schnitte geschafft wie mit dem normalen Procore. Aber dazu habe ich euch nochmal ein extra Video gemacht, weil ich will, dass ihr wirklich versteht, warum ist das so und dass ihr das für euch einordnen könnt. Denn das heißt nicht, dass Procore jetzt oder die älteren Procore-Akkus jetzt irgendwie schlecht sind. Also ihr müsst wirklich verstehen, wofür das ist, aber dafür extra Video. Ich sage euch nur eins, das Ding ist richtig cool, wenn ihr harte Anwendung habt. Und passend zum neuen Akku gibt es auch neue Ladegeräte. Das sind zwar zwei Stück, der 160er, fast der hier, komme ich gleich dazu, und der 32er, was eigentlich 260er sind in einer Verpackung. Kann man grob so sagen. Denn ich muss sagen, der neue große Doppellader ist schon eine coole Sache. Denn du kannst das allererste Mal zwei Akkus gleichzeitig mit 16 Ampere laden, also wirklich schnell vollladen. Bei dem neuen Ladegerät ist es auch so, dass du noch eine bessere Kühlung hast. Und weil ich das Ladegerät so cool fand und auch das kleinere, habe ich dazu auch mal ein Video gemacht, das kommt in Kürze raus. Bei dem kleinen 160er ist es so, also beim Single-Ladegerät, den 160C gibt es ja schon eine ganze Weile, aber beim neuen ist es so kein C mehr. Das heißt, hier ist eine Blende drauf, keine Connectivity mehr. Das, was du bisher über Connectivity machen konntest, kannst du hier einfach über den Schalter auswählen. Kommen wir zum Rasenmäher. Ein heiß diskutiertes Thema. Viele von euch haben quasi Jahrzehnte auf genau so ein Gerät gewartet. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Diskussionen waren sehr, sehr reichlich bei genau dem Thema. Jetzt ist es so, Bosch hat endlich ihn rausbekommen und viele sagen, oh, 500 Euro tut das jetzt Not, muss das sein, weil so um die 500 Euro kostet das Gerät. Ich sage ganz klar ja. Warum denn? Wir haben hier wirklich keinen Plastebomber, sondern wir haben hier ein Gerät, was darauf ausgelegt ist, wirklich langlebig und sehr robust zu sein. Wir haben hier das Ganze hier aus Vollmetall. Das ist kein Kunststoff, das ein bisschen angesprayt wurde, sondern das hier ist wirklich Metall. Alles an diesem Rasenmäher schreit schon für, ich möchte wirklich lange ordentlich arbeiten und gehe nicht nach zweimal benutzen kaputt. Für euch ganz wichtig ist, und jetzt könnte ich noch 6-mal verstellen, 5-mal hier, 3-mal da, könnte ich auf 1000 Sachen eingehen, aber wirklich wichtig für euch ist Folgendes. Wir haben hier eine Schnittbreite von 46 cm, was wirklich amtlich ist. Und vergleicht mal mit anderen Herstellern in gleicher Qualität, da werdet ihr sehen, oder guckt das einfach euch mal an, da guckt euch mal vor allem auch die Preise an, da seht ihr, hier sind wir schon in einem richtig guten Punkt dabei. Eine andere Sache ist Folgendes. Das Gerät selbst, das ist mir persönlich sehr wichtig, ist sehr kompakt wieder zusammenbaubar. Das heißt, ihr könnt das Ganze hier nehmen, zweimal umklappen und könnt ihn hochkant einfach in die Ecke sehr, sehr, sehr kompakt wirklich verstauen. Finde ich eine coole Sache, auch sehr sicher gebaut. Du könntest dann zum Beispiel nicht fehlbedienen und anmachen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Eine andere Sache, die für euch relevant ist, ist Folgendes. Wie funktioniert das eigentlich mit den Akkus? Wir haben hier einen Akkuschacht für 2 Akkus hier drin und ihr könnt natürlich den neuen Core 18V Plus oder einen Procore und so weiter nutzen, denn das Ganze hier ist ein B-Turbo Brushless Gerät. Das heißt, die volle Leistung habt ihr hier ab 5,5 Ampere-Stunden, entweder Procore oder 8 Ampere-Stunden zum Beispiel Core Plus, der neue Akku, den wir uns vorher schon angeguckt haben.
Ganz wichtig für euch ist Folgendes: Die ganz alten Akkus, diese ganz alten einreihigen Akkus, die es kaum noch auf dem Markt gibt, die sind hier gesperrt, damit läuft das Gerät nicht. Mit den etwas älteren zweireihigen Akkus, übrigens, was heißt für euch zweireihig? Im Grunde, die ein bisschen höher sind, da funktioniert das dann und damit könnt ihr das Gerät nutzen. Also ihr könnt auch wild in der Gegend rummischen, das funktioniert schon, aber achtet bitte darauf, wenn ihr zum Beispiel einen Procore und einen herkömmlichen, etwas älteren Akku nehmt, dann hat das Gerät nicht die volle Leistung. Das heißt, es regelt sich immer auf die kleinere Leistung zurück und vor allem auch, wenn einer von beiden leer ist, dann ist es leer, dann geht es nicht weiter. Empfehlen kann ich euch da so ein 5,5 Ampere-Stunden Procore oder eben schon ein 8 Ampere-Stunden, damit kommst du ordentlich weit. Wir haben das Gerät getestet, ich sage euch, mega. Wollt ihr einen Detailtest? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ach übrigens, im Hintergrund habt ihr es ja schon gesehen, ein neues Stativ, und zwar ein richtig großes und stabiles Stativ, gibt es auch noch. Endlich geht's jetzt aber mal richtig los, denn mein absoluter Liebling ist der GOP. Ihr kennt den alten Spruch von mir, 1000-mal gesagt, hast du kein GOP, hast du kein GOP. Und das ist wirklich in der Realität genau der Fall. Das klingt merkwürdig, aber es ist halt so, wie häufig mir der GOP, und zwar der alte hier, wirklich das Leben erleichtert hat, wie viele Projekte es verbessert, wie viel Zeit es mir gespart hat, das kann ich euch wirklich gar nicht sagen, aber es ist enorm viel. Und jeder, der hier bei uns ins Studio kommt und länger mit uns hier zusammenarbeitet und dann irgendwann den GOP schätzt, wird sagen auch hinterher, Mensch, wie konnte ich so lange ohne GOP auskommen? Wer nicht weiß, was ein GOP ist, im Grunde ist es ein Multi-Cutter. Das heißt, wir haben einen oszillierenden Motor, der das Ganze hier so hin und her schwingt und dadurch hier zum Beispiel eine sägende Bewegung macht, mit dem Aufsatz eine schleifende Bewegung. Wir haben hier den alten, und zwar hier haben wir den 28er, hier haben wir den 34er. Der Name, übrigens die Zahlen sind auch Programm. Und das ist auch schon mal ein riesen Thema, denn wir haben hier einen Oszillationswinkel von 2,8 Grad. Klingt nicht viel, bei 20.000 Mal in der Minute ist das eine ganze Menge. Wir haben aber bei dem hier beim 34er einen größeren Winkel, nämlich 3,4 Grad. Das klingt also 2,8, 3,4, das ist auch kaum ein Unterschied. Nee, es sind 20% mehr. Und bei 20% mehr heißt das auch 20% größerer Arbeitsfortschritt oder schnellerer Arbeitsfortschritt. Und das ist wirklich enorm. Aber lasst uns noch ein paar andere Neuheiten anschauen oder Unterschiede anschauen, die jedes im Detail einzeln schon reichen würde, quasi für ein neues Gerät. Nummer 1, was ist noch neu? Das ist Folgendes. Wir hatten vorher hier den Griff, und wenn du jetzt also auch ohne Handschuh hier gearbeitet hast, musstest du immer so ein bisschen dran rumfummeln, um entsprechend das hier zu öffnen und dann den Aufsatz zu wechseln oder neu zu positionieren. Beim neuen ist es so, dass du selbst mit Handschuhen hier ganz leicht hinterkommst, weil es leicht nach vorne gebogen, und dadurch hast du die Möglichkeit, viel einfacher das Ganze zu wechseln. Ja? Und ansonsten, wir haben natürlich immer noch dieselbe Aufnahme hier, die wir wunderbar leicht hier öffnen können. Und du siehst hier, ja, für die es nicht kennen, du kannst es hier in jeder möglichen Position oder auch unmöglichen Position, wie hier zum Beispiel nach hinten, entsprechend befestigen. Ein anderes Thema, was wirklich ein Thema war beim alten, ist das Thema Akkuposition. Wir haben beim 28er die typische Akkuposition hier unten drunter, das gab einige Probleme. Erstes Problem war, du konntest nie lesen, wie voll ist der Akku eigentlich. Ich musste ihn eher rausnehmen, mal drauf gucken, hattest da wirklich ein Thema. Beim neuen ist es so, die Akkuposition ist nicht mehr unten drunter, sondern nach hinten gewechselt und dann auch noch quer gelegt. Auf die Art und Weise, erstmal finde ich cool, kann man wunderschön so hinstellen, finde ich schon mal eine super Sache. Aber viel wichtiger ist, es kommt weg aus der Linie, in der du gearbeitet hast. Wenn wir uns jetzt mal das Gerät hier anschauen, das ist ein 5,5er, dann ist es so, dass ihr gerade so es schon nicht mehr schafft, hier gerade zu arbeiten, sondern das Gerät kippt schon hier nach vorne. Auf die Art und Weise ist es so, dass ich das Gerät in der Regel immer mit einem 4 Ampere Procore betrieben habe, sodass das Gerät hier nach unten noch ein bisschen Luft hatte. Jetzt ist das überhaupt gar kein Thema mehr, weil ich habe hier, egal welche Akkugröße ich habe, immer die Möglichkeit, ja, hier entsprechend wirklich in der Waage auch zu arbeiten. Das war schon theoretisch ein Problem hier. Er hat mich manchmal vor allem deswegen gehindert, weil es war nicht zu sehen, wie voll er ist. Cooles Thema. Nächstes Thema ist der Griffumfang. Wir haben hier einen wesentlich kleinen Griffumfang, und zwar an der dünnsten Stelle haben wir jetzt 3 volle Zentimeter weniger Umfang. Auf die Art und Weise ist es so, wenn ihr jetzt mal meine Hand euch anschaut, ich kann hier wirklich Daumen und Zeigefinger berühren und so gut kann ich rumgreifen und habe dadurch auch noch mehr Kontrolle. Beim alten seht ihr hier einen deutlichen Unterschied. Ich kriege meine Finger nicht dort zusammen, weil mehr geht einfach nicht, je nachdem, wo ich es greife. Wenn ich so mache, sogar noch weiter.
Und dadurch ist es so, dass das Gerät an sich hier handlicher ist. Was aber schon auffällt, ist, beim alten konnte ich irgendwo anfassen, bin etwa so hier, beim neuen bin ich etwas weiter hinten, wenn ihr euch das mal anschaut. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass ich etwas weniger Kontrolle habe über das, was vorne passiert. Ich würde einfach sagen, probieren wir das mal über die Zeit aus, ob das wirklich ein Thema ist, was mich stört. Grundsätzlich ist es so, bei dem Gerät, Vibrationen, kommen wir auch gleich nochmal dazu, ist es so, dass du tendenziell leichter ermüdest und dadurch würde ich sagen, ist das ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte, dass du es besser greifen kannst. Gegebenenfalls muss man mal gucken, ob mich das wirklich stört. Aber das ist erstmal auf jeden Fall schon ein großer Fortschritt. Kommen wir zum Thema Vibrationen. Da zeige ich euch gleich noch das Ganze. Bosch zeigt es mal mit Wasser. Das machen wir auch gleich. Aber von mir bekommt ihr erstmal zwei andere Informationen. Und Nummer 1, man merkt es sofort. Ja, wenn das Gerät ohne Aufsatz betreibt, ja, dann merkt ihr sofort, wir machen es bei beidem, wenn man es einfach mal so in die Hand nimmt und anmacht, merkt ihr sofort irre viel weniger Vibration. Ich fand den eigentlich ganz okay, aber Bosch gibt an hier 50% weniger Vibration und das merkt man erstens in der Hand. Zweitens, aber man hört das auch sofort und ich mache es mal ganz bewusst an. Ja, es ist laut, aber ihr hört auch den Unterschied. Nämlich, machen wir den an, den neuen. Okay, jetzt den alten. Ja, das ist deutlich. Also man sollte es eigentlich von euch aus hören. Wir haben hier ein deutlich höheres Geräusch, was auch durch die Vibration natürlich auch kommt. Wir machen es jetzt auch mal, wie Bosch es auch vorführt, mit dem Thema Wasser. Eine Sache muss man ganz klar sagen, dass diese Geräte sind nicht vibrationslos. Also das ist völliger Quatsch. Aber wir sehen einen riesigen Unterschied. Und damit man das noch mehr sieht, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben auch wirklich einen Aufsatz, der relativ lang ist, mit dran gemacht, weil dann verstärkt das die Vibration nochmal enorm. Weil überlegt euch mal, diese Spitze hier geht mit 20.000 Mal in der Minute hin und her. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt machen wir Folgendes, wir machen hier das Ganze drauf und wir zeigen euch mal beim alten, beim 28er, wie sehr das Wasser dort vibriert. Um genau zu sein, es schäumt ja quasi, ihr seht das jetzt hier, Wahnsinn. Und der Unterschied zum neuen, da machen wir genau dasselbe, auch wieder dieselbe Spitze drauf, beziehungsweise dasselbe Blatt drauf und machen genau dasselbe, lassen es auch laufen. Volle Touren übrigens bei beiden, maximale Geschwindigkeit und hier siehst du einen riesen Unterschied. Du hast jetzt noch Vibrationen, aber das Wasser wird nicht mehr so aufgeschäumt oder gar, dass es anfängt zu spritzen. Und daran siehst du schon, wie viel besser das neue Gerät ist. Kommen wir zum Sauger. Und jetzt könnte man sagen, ja, ein Bosch hat Sauger auch noch, nächstes Thema. Nein, das ist interessanterweise eigentlich nach dem Akku, sogar vor dem GOP, das wesentlich wichtige Produkt. Wenn man ganz ehrlich ist, sogar noch vor dem Akku, denn hier war es so, dass Bosch so ein Gerät eigentlich gar nicht hatte. Der neue Sauger, den wir haben, hat mit dem hier quasi gar nichts mehr gemeint. Das ist ein riesen Unterschied zwischen dem 10er und dem 12er, den wir jetzt hier haben. Beim 10er haben wir jede Menge Sachen gehabt, die eigentlich ganz okay waren, aber dann mit der Zeit doch ein bisschen gestört haben. Nummer 1, der neue hier hat folgendes, das ist ein M-Klasse Sauger. Das heißt, im gewerblichen Bereich kannst du den das erste Mal eigentlich wirklich einsetzen, weil da ist ja M-Klasse eigentlich vorgeschrieben. Das Gerät selber, M-Klasse, die wir hier haben, hier hatten wir nur L. Für diejenigen, die das nicht kennen, LMH sind die Staubklassen. Wenn du mehr Informationen haben willst, das verlinke ich dir mal hier oben, habe ich mal ein Video zu gemacht. Kommen wir dazu, was bedeutet aber M? Da gibt es ja einige Sachen, die dazugehören, wie zum Beispiel eine Abklopffunktion. Hier ist keine automatische Abklopffunktion dabei, sondern du kannst es manuell abklopfen. Das heißt, du hast hier einen Filter ja hier drin und dieser Filter kann sich natürlich auch mit Dreck, Staub und was auch immer zusetzen und das Ganze muss abgeklopft werden. Da wir hier keinen Motor dafür haben, kannst du es aber selber machen, indem du einfach hier Folgendes machst. Du machst hier die Akkuöffnung auf, also hier ist ja normalerweise dieser Akku drin und dann machst du Folgendes, so, machst das genau einmal und zweimal und schon ist das Ganze abgeklopft. Übrigens, Bosch hat es ausprobiert, nach zweimal abklopfen und mit dem dritten Abklopfen hast du keinen signifikanten anderen Unterschied mehr. Also du musst jetzt nicht 5 oder 6 Mal abklopfen, zweimal reicht völlig aus. Die andere Sache, die mit zum Paket des M-Saugers dazugehört, ist hier Anti-Statik, was ich rein technisch total krass finde, weil Statik ist ja normalerweise, dass es abgeleitet wird und dann weil über das Kabel halt weg ist. Hier ist das Ganze intern gelöst. Du hast hier auch im Sauger, wenn ich das gerade so schnell hinbekomme, siehst du auch ein paar Streben an der Seite. So, Moment, wenn ich das hinkriege. Der muss auch noch ab, glaube ich. So, hier drinne siehst du
diese kleinen Teile. Einerseits ist es dafür, dass auch der Staubsack oder der Staubauffangsack, der da drin ist, auch in die richtige Form kommt, aber das ist eigentlich für Antistatik. Das eine Thema, und für die Kenner, die erkennen das auch daran, wir haben hier einen blauen Schlauch dabei. Das ist ein Antistatikschlauch, hatten wir hier auch nicht. Das Verstauen hier ringsherum ist auch mega gut gelöst, weil auf die Art und Weise haben wir den großen Vorteil, dass es wirklich viel kompakter ist und noch besser dran passt. Muss mich noch dran gewöhnen, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem, ich muss das, glaube ich, hier noch einmal ordentlich machen. Ja. Und ihr seht, funktioniert super. Das sind alles eine Menge tolle Sachen, die ihr hier habt. Aber das Hauptthema, alles andere schon wirklich cool, ist, habe ich ganz vergessen, wir haben über 12 Liter, hier 10 Liter, ist beides Nass-Trockensauger, können auch beide. Aber mit dem alten, mit dem 10L hattet ihr Folgendes. Ihr habt das an euer Gerät rangetan, wir haben ein Akkugerät, wir haben meinetwegen ein anderes Akkugerät und dann hat der Staubsauger aber nicht angeschaltet. Das Gerät ging einfach nicht an. Du musstest es manuell einschalten, auf den Knopf drücken, wieder rauf und fertig. Das heißt, beim Ausmachen auch wieder drauf. Bei dem Gerät ist das anders. Dieses Gerät kann sich selbst einschalten und zwar über so einen kleinen Zusatz, den ihr hier entweder an die Maschine direkt mit verbindet. Also hier mit so einem kleinen, ich mache das mal kurz ab. Diese kleine Fernbedienung kann entweder, du drückst hier drauf, geht das Gerät automatisch an, also geht das Gerät an und wieder aus. Oder du machst es einfach hier an den Saugadapter mit dran, an den Click und Connect. Click und Connect? Click und Clean. Ihr wisst, ich weiß das immer auswendig. Mache ich das einfach dran und durch die Vibration des Gerätes, die er sich hierauf überträgt, ist es so, dass er automatisch das dahin bringt, dann läuft das Gerät an und wenn die Vibration hier weg ist, dann musst du nicht draufdrücken, sondern er merkt, es geht aus und dann geht auch das Gerät aus. Und einen kleinen Nachlauf finde ich richtig gut, funktioniert und so haben wir jetzt endlich bei Bosch die Möglichkeit, wirklich automatisiert abzusaugen. Das ist eine echt coole Sache. Und Bosch hat gesagt, okay, was mache ich jetzt aber, wenn ich ein Gerät habe? Und zwar habe ich zum Beispiel einen großen Sauger, einen GAS 35M oder einen GAS 55M, ähnliches, und möchte damit mein Akkugerät absaugen. Da würdet ihr jetzt immer noch nicht automatisiert hinkommen. Aber auch dafür hat Bosch eine Lösung. Und zwar genau mit diesem Zwischenadapter. Du kannst einfach genau dieses Set kaufen, ja, aus diesen beiden Teilen. So, Moment. Du bekommst genau diese Fernbedienung, die ich eben hier hatte. Ach übrigens, nicht wundern, du passt das auf deine Länge an, schneidest es ab und dann wabbelt hier nichts mehr rum. Diese beiden Sachen kannst du kaufen, einzeln, unabhängig jetzt vom Sauger, und kannst deine Akkugeräte damit automatisiert starten. Das hier steckst du in deinen Sauger rein. Über die Automatikfunktion ist es dann so, der hier überträgt das Signal dahin und dein Sauger geht an. Das Ganze ist getestet, dass die Akkusauger auch die normalen Sauger auch wirklich angehen. Und ich finde es schön, dass wir endlich hier eine komplette Lösung haben, die für all deine Geräte funktioniert. Und da ihr im Grunde immer wieder dieselbe Frage stellt, möchte ich auch jetzt schon beantworten, was für ein Akku passt denn hier eigentlich rein? Wir können hier ohne Probleme den ganz großen, den 12 Ampere-Stunden rein, der baut ja schon riesig auf und den kannst du aber hier wirklich benutzen, gar kein Problem. Anderes Thema übrigens, wie lang ist der Schlauch? Ja, wir haben hier 3,20 Meter und ich muss sagen, für einen Akkusauger absolut erstaunlich und eigentlich mehr als lang genug. Übrigens mit einem 12 Ampere wird das Gerät angegeben in der Laufzeit von rund einer halben Stunde. Jetzt muss man sagen, okay, eine halbe Stunde Schleifen ist so eine Sache, aber wenn du jetzt sagst sägen, wie lange und wie viele Schnitte machst du in einer halben Stunde, ist schon enorm, weil geht ja mal an, dann wieder aus, setzt um, saugst nochmal. Das finde ich schon wirklich beachtlich. Eine Kleinigkeit ist übrigens genau das hier. Wenn du sagst, du möchtest es noch kompakter haben, dann kann es sein, dass sich das hier stört. Einfach rausziehen, hier das Gummiteil hier als Verschluss ist gleich mit dabei, zumachen, schon kann kein Staub mehr raus und du kannst es noch kompakter transportieren. Und wir haben hier noch das Zubehör verstaubt, wir haben noch einen Tragegriff dabei, aber ganz ehrlich, im Grunde würde sich ein separates Video und ein Test für genau dieses Gerät schon völlig lohnen, aber dazu schreibt ihr mal eure Meinung unten in die Kommentare. Kommen wir zur nächsten Sache und jetzt könnte man sagen, ach, was ist denn hier los? Was fangen wir jetzt mit so einem Kleinigkeiten, so einem Quatsch hier an? Aber ganz ehrlich, ich finde diese Leuchte hier richtig genial. Das ist eine Akkuleuchte, die du einfach so, das ist die eigentliche Leuchte, du hast einen Akku, irgendeinen 18 Volt Akku, steckst hier drauf und kannst dann loslegen. Und bei der Leuchte ist es so, dass du die erstmal hier beliebig im Winkel einstellen kannst. Du kannst die hier um 360 Grad drehen, das heißt, du kannst die wirklich überall, wo du die hinhaben willst, hin tun. Hast hier deinen Griff, ja, hast hier zusätzlich hier auch einen Magneten, mal gucken, jetzt mal Freestyle und ja, hält.
Und dann kannst du Folgendes machen. Du kannst dir ausrichten, wo du es hinhaben willst und natürlich auch einschalten. Und für euch, ich zeige euch mal die 3 Helligkeitsstufen. Das ist Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Das ist hell. Ich mache mal zur Seite. Das ist schon enorm hell. Und das ist zwar theoretisch nur eine Kleinigkeit, aber ich kann euch nur empfehlen, das ist so eine Sache, habt ihr nicht, braucht ihr aber. Weil das kann man wunderbar mal im Werkzeugkasten dabei haben. Und wenn man dann irgendwo ein Licht braucht, ob jetzt irgendwo im Sicherungskasten, irgendwo unten in sonst was, im Fußraum vom Auto, unterm Auto oder keine Ahnung, dann hast du wirklich eine Leuchte, die du hinstellen kannst, die auch wirklich lange damit leuchtet und die du wirklich sehr, sehr mobil einstellen kannst. Also ich finde das hier richtig cool. Kommen wir zur neuen Oberfräse von Bosch. Allein, dass ich das mal sage, zur neuen Oberfräse von Bosch. Was ist denn hier los? Und einige werden sagen, oh, was erzählt der denn da? Weil diese Fräse, die GLF 55-, die gab es vorher schon. Ich glaube, vorher hieß die Strich 50 oder so, jetzt heißt sie Strich 6, ist normal, regulär auf dem deutschen Markt verfügbar, denn genau diese Fräse, die wir hier haben, gab es so auf dem deutschen Markt, glaube ich, vorher gar nicht. Ich hatte sie irgendwo schon mal im Video, aber da war eine Sache anders. Eine zentrale Sache war anders, und zwar dieser Knopf. Und ganz ehrlich, habe ich, glaube ich, im Video auch sogar kritisiert, denn mit dem Knopf kann man Folgendes machen. Bei der 50 oder 55 am Ende, jeweils mit dem anderen Ende, ich blende euch dann mal den Namen hier unten ein, ist es so, dass nur das zum Feststellen da war und du musstest das von Hand hier irgendwie justieren. Hier ist es so, dass du jetzt hier mit diesem Knopf das ganz fein hoch und runter justieren kannst und kannst es dahin einstellen, wo du es hinhaben willst, machst es fest und dann geht es voran. Ist schon ein Fortschritt, aber ja, als ob das unbedingt ein neues Gerät ist, aber auch das gibt es jetzt. Was auch neu ist, wo ich mich sage im ersten Moment, ja, macht das jetzt irgendwie Sinn, macht das keinen Sinn, aber im zweiten, wenn du darüber nachdenkst, macht es total Sinn. Und zwar, es gibt jetzt original von Bosch einen Erste-Hilfe-Kasten. Warum macht das für mich Sinn? Wenn du im L-Box-System sowieso drin bist, dann ist es natürlich genial, wenn du so einen Erste-Hilfe-Kasten hast. Übrigens ist kein Kfz-Erste-Hilfe-Kasten, das ist ganz wichtig und ersetzt das auch nicht. Wenn du so einen Erste-Hilfe-Kasten hast wie hier, hast du auf dem System mit drauf, machst das Ding auf, wenn du es brauchst, alles ist griffbereit und du hast es in deinem normalen Systemlandschaft schon mit dabei. Das finde ich schon ganz sinnvoll. Insofern der erste Gedanke, macht das Sinn? Der zweite Gedanke, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Neuigkeiten, die ich hier gerade nicht auf dem Tisch habe, wo ich euch aber kurz noch was dazu sagen möchte. Und zwar Nummer 1, es gibt einen neuen Winkelschleifer, den GWS 12125, das neues Einsteigergerät. Das gucken wir uns vielleicht später mal an. Es gibt auch einen Gradschleifer, den GGS 30 LS, auch das gucken wir uns später mal an. Etwas, was ich schon angeschaut habe, sind die neuen Saugbohrer. Das könntet ihr sagen, oh, Saugbohrer, was erzählt der denn jetzt schon wieder? Das sind wirklich Saugbohrer der ganz anderen Klasse, die auch noch nachhaltiger produziert sind, ganz andere Logik haben. Das muss ich euch wirklich mal im Detail zeigen. Auch da schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich da mal ein separates Video zu machen soll. Denn sie einfach nur hier mal so die Kamera zu halten, würde nichts bringen. Die kann man zerlegen, man kann die einzeln nachkaufen, man kann hier und da machen. Wirklich ein cooles Thema und nochmal ein Quantensprung nochmal im Verhältnis zu den alten Saugbohrern. Ich habe noch 2, 3 Geräte, die habe ich extra notiert, die ich heute nicht da habe, die ich aber schon in der Hand hatte und wo ich zumindest mal was dazu sagen kann. Und zwar, es kommt ein Akkuklammerer, auch demnächst, Bild blenden wir hier mal ein. Ganz, ganz cool ist, es kommen 2 neue Schlagschrauber demnächst. Auch die konnte ich noch nicht im Detail testen, sondern nur bei Bosch vor Ort. Nummer 1, ein kleiner 220 Newtonmeter Schlagschrauber, sehr klein, sehr, sehr kompakt, also super, super schmal, der einen richtig coolen Dienst geleistet hat, eher so im Bereich Schrauben. Wenn du aber sagst, bis jetzt war es bei Bosch so, bei 1000 Newtonmeter war Schluss, kommen wir zum zweiten Gerät und zwar der 1600er. Mit 1600 Newtonmeter Anzugsdrehmoment ist das ein richtiges Kraftpaket, ein riesiges Teil mit richtig, richtig Wumms dahinter. Auch den werde ich demnächst mal testen und vielleicht auch mal gegen andere Geräte testen, sodass wir jetzt eine Range haben bei Bosch von, ich glaube, 200 bis 1600 Newtonmeter hoch. Also da haben wir wirklich sehr, sehr breit das Ganze aufgestellt. Das ist wirklich cool. Dann gibt es auch noch den neuen Hobel. Und ich sage euch, das Ding ist ein Blick wert. Ich habe vor kurzem, 18 Volt, ganz wichtig, ich habe vor kurzem schon mal einen Hobel getestet. Das war ein 18 Volt Hobel von Bosch gegen andere Hersteller und habe gesagt, naja, der von Bosch, der könnte auch mal ein Update vertragen. 2 Wochen später war ich bei Bosch vor Ort und was war? Es gibt den neuen Hobel. Leider habe ich ihn noch nicht hier, aber sobald er da ist, werde ich nochmal nachtesten.
Fahrtest machen und mal schauen, wie er sich gegen die neuen schlägt. Und da sind einige Sachen, wo Bosch ein bisschen anders gedacht hat. Das ist schon wirklich cool, sollten wir uns anschauen. Eine Sache möchte ich euch unbedingt noch mitgeben, und zwar, wenn ihr euch für die neuen Geräte interessiert oder die sogar kaufen wollt, übrigens die ganzen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder geht einfach auf gotos.de, dann habt ihr heute immer noch einen Vorteil, das heißt heute und noch ein paar Wochen, und zwar den Pro-Deal gibt es ja immer noch, und zwar folgende zwei verschiedene Varianten. Nummer 1, ihr kauft etwas im Wert von, ich habe extra nochmal hier, 236,81 mit Mehrwertsteuer oder 199 ohne Mehrwertsteuer, und dann habt ihr die Möglichkeit, ihr geht einfach auf die Seite, also ihr kauft etwas, dann geht ihr auf die Seite von Bosch, registriert das Ganze und dann könnt ihr Folgendes machen. Bei 199 netto bekommt ihr einen Procore 4 Ampere-Stunden einfach von Bosch direkt zu euch zugeschickt. Wenn ihr etwas mehr kauft, und zwar im Wert von 299 netto bzw. 355,81 mit Mehrwertsteuer, dann könnt ihr euch eine von diesen Prämien, wir haben 3 hier mal hingestellt, aussuchen. Dann bekommt ihr zum Beispiel eine Stichsäge einfach so zugeschickt. Wenn das mal nichts ist, und übrigens eine Sache möchte ich euch noch mitgeben, auf dem Procore 18V Plus gibt es auch noch eine zweite Seite, das Thema M-Share. Auch da ist es so, es gibt ja neue Partner im Bereich M-Share, und momentan ist es so, dass wir deutlich über, glaube ich, inzwischen 160 Geräte haben, die mit einem Akku auf dieser Plattform hier schon laufen. Sagt mal bitte, wie ihr das Format fandet, ob ihr noch mehr Informationen haben wollt, denn ich wollte auch nicht zu tief in die einzelnen Geräte gehen, denn dazu machen wir noch mal separate Videos, wenn ihr das wollt. Deswegen schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich super interessieren, und für heute muss das erstmal reichen. Und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.